Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Heute gucken wir uns mal ein bisschen was anderes an. Und zwar kein ultra teures Haus, sag ich mal. Also das wird auch seinen Preis haben, gar keine Frage. Aber normal haben wir ja immer so Luxushäuser angeguckt. Heute gucken wir uns ein Haus an, beziehungsweise, ja, kann man das Haus nennen. Das ist ein Kornsilo, ein altes, und wurde halt in ein Zuhause umgewandelt. Gucken wir mal rein, würde ich sagen. Video von Architectural Digest ist auch unten verlinkt. Könnt ihr gerne auch selber reingucken. Video mal wieder nur in 4K, in HD verfügbar. Naja, was willst du machen? Gucken wir rein. I became very interested in the spaces that we all find ourselves in the majority of the time. We live in homes, and these homes, they can just be a box that you walk inside of and, you know, crash out on a bed, but they can also be things that really feed your soul in a way, and architecture has the ability to do that. What we're looking at is a 1955 grain silo. These were dappled across the agricultural landscape of America and used by farmers to dry grain or corn. We're in downtown Phoenix, and specifically we're in Garfield Historic District. It's a little unexpected because we're surrounded by mesquite trees. We're in this garden Hoffentlich sehen wir auch viel von dem Inhalt und nicht nur von der City. The original inspiration for the silo house, a little bit of serendipity. I was looking actually for a garden shed, and I came across somebody selling a kit of parts that was for a grain silo. Ended up purchasing it, built it, and all the while, as this thing started to take shape, I began to think about, could I craft a home for people to live in inside of this thing? This project was dear to my heart also because... Problem ist, man muss halt alles kurvig bauen da drin, ne? Klar, man kann auch Innenwände mehr oder weniger machen, je nachdem wie groß es ist. Aber so die Außenwände sind immer Kurven quasi. Kurven, nennt man das Kurven? Ihr wisst, was ich meine. Immer rund halt. For me, I lived here personally for 18 months, and this was something that was a joy to live in. I'm Christoph Kaiser. This is the Silo House. Ja, zeig doch mal den Inhalt jetzt. Okay. Ihr This seht is the schon. interior of the silo home. So we're standing right now in the kitchen/dining area. When designing a kitchen for such a small space, there are appliances, there's utensils, there's so many things that you have to work into the space. And the big challenge Die Küche ist besser als meine. or minimizing visual clutter. And so größer there's a sogar. lot of layers here, almost like the skin of an onion. So right here we're looking at a panel that can accommodate utensil storage, cutting board storage. There's a television. Behind this panel is a full-size refrigerator. And then moving further right here, this is Immer mit a dem gas Fernseher range in that we Küchen, had ne? custom water jet cut out of a solid piece of half-inch plate steel. When designing not just the kitchen, but all of these spaces down here, we ended up doing a digital model that was very precise because when you're dealing with a space this tight, the door swing, is it intersecting with another door swing? Doing cabinets that pull out on a radius is a very tricky thing to work out to make sure that you don't have intersecting rails. There are other silo houses out there in the world. Also um mal kurz zu stoppen, der sagt quasi, dass man das vorher alles modelliert hat natürlich, also ein Modell gebaut hat, damit man, falls man eine Schranktür aufmacht, dass die auch wirklich aufgeht und nicht dann da ein Tisch steht oder so. Das wäre natürlich nicht so praktisch. Dementsprechend haben die das halt vorher alles modelliert, damit das auch haargenau passt, so wie es halt sein soll. World, and I feel like many of them will insert flat walls and straight cabinets, and that's something that I really didn't want to do. I wanted everything about the interior to be of one breath with the exterior of the silo, and so there's no straight lines. Also da gibt es keine geraden Wände und sowas. Alles halt, wie schon von mir gesagt, rund, würde ich es rund bezeichnen oder kurvig oder wie auch immer. Alles halt so nicht gerade. This is one of my favorite spots in the silo house. This is a custom sofa that we fabricated to match the outside radius of the silo. Also an sich, okay, das ist halt eine Couch. Die Couch ist halt auch so kurvig, sage ich mal. Die Frage ist natürlich, macht es irgendwas mit dir? Ich weiß es nicht. Also stört dich das oder nicht, wenn man da drauf liegt? Muss man ausprobieren, denke ich. Sitting here, you're looking up 26 feet into the cone, and beyond that, the oculus. And it's just a great spot with a lot of verticality. And at night, you can actually sit here and stargaze, which is pretty beautiful. So here we're going to check out the bathroom. The bathroom, much like aspects of the kitchen, is hidden away. It's something that you don't know is there unless you need it. So the plan of the bathroom in the silo house is a somewhat conventional 3-foot by 9-foot
plan. The difference is that we've taken that rectangle and we've arced it. And within that sort of arced rectangle, we have our shower, and then we have the toilet with the vanity directly on axis. This was a custom piece where we created what we call a Sehr shadow klein box. auf jeden And Fall. emerging from that shadow box, we have our faucet, we have a sink, and then over here Aber we have sehr, the sink setup. The toilet is emerging. Wie soll ich es ausdrücken, sehr minimalistisches Design, sage ich mal, aber dadurch auch cool, finde ich persönlich. Also from a shadow box that above it has something similar to a medicine cabinet, but in this case it's additional toilet paper and towels and that kind of thing. Additional So next we're toilet going to take a paper walk gibt's. up these stairs and check out the second floor. So, ab nach oben. Okay, die haben quasi nur unten so eine Couch und Küche und ein Tisch oder so stand da, glaube ich. Und oben dann direkt Schlafzimmer, sonst haben die da nichts drin. Ist allerdings auch ein kleineres Silo, sage ich mal. Wer weiß, was man mit so einem Riesensilo machen könnte. Keine Ahnung, bestimmt noch eine Menge. Oder ein Wasserturm. Ich habe da schon Bilder im Kopf, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. This is the sleeping mezzanine of the silo house. And similar to the downstairs, we have millwork that wraps the south side of the space. And many of these walnut panels are fixed. This one actually has our mechanical chase inside of it. And a lot of these other panels are custom doors that have magnetic latches on them. The small doors, strangely, are much harder to build than the big ones. When you're moving into a place like this, you have to par down. And the fact that you have 3 pairs of pants or 3 pairs of shoes, there's something very liberating in not having so many options. So there Also man kann da natürlich nicht viel Zeug verstauen, wie er schon sagt. Man muss sich daran gewöhnen, dass man nur 3 Hosen, 3 Schuhe oder so hat. So sinngemäß, natürlich passen da ein bisschen mehr rein, aber man muss sich ein bisschen vielleicht zurückhalten mit Klamotten und so. There are so many cool things that are packed into the southern ist ein wall Beamer of da the silo oben, house. habe ich Behind gerade this schon panel gesehen. here, there's actually the subwoofer for the sound system. There's satellite speakers that live in the air registers. And then the top of da sieht man den this Beamer. cabinet piece, I want it to be a light trough that just illuminates the cone of the silo. One of my favorite aspects of this upstairs is this window. This is the slot window that is also the front door on the first level. So from this window here, we can see ASU downtown, U of A downtown. We can see the tallest building in Phoenix. This view to the skyline from a very intimate bedroom setting is something that I think is one of the more special aspects of the silo. Second to that is downstairs, where we're going to head next. There's a large radius door that really allows the interior of the silo to bleed Waren wir into nicht the gerade exterior. unten? Gehen Let's wir go jetzt check wieder that out. downstairs oder was? Ah, So jetzt this is geht's the auf die outdoor Terrasse. patio of the silo house. Similar to the inside, there's different sections or realms. We have outdoor living, we have outdoor dining. This is the Die haben garden. das auch So quasi rund gemacht drumherum. Und dann da verschiedene Sektionen reingebaut. Da ist zum Beispiel der Garten gerade. Davor war so eine Terrasse zum Chillen. this is for like Finde ich cooking ganz dinner. nett You can gemacht grab some eigentlich. rosemary, some basil, some cilantro. This is thyme. Bisschen On the back Gewürze, da edge, these are Thymian zum kumquat Beispiel. trees. Another aspect of this outdoor space, I didn't want the radius geometry of the silo to stop at the silo, and so you see that picked up on in these garden beds, and again the slat wall that's directly behind that is a backdrop to the entire scene, and really allowing that radius to take your eyes around the space and for it to be a continuous backdrop to whether you're in sort of this lounge area or the dining space. So right here, there's a custom water feature that we designed and had fabricated. This is about making a transformative experience. So when you hear the sound of the water feature, it drowns out the Da ist die Frage, braucht man das? Das ist einfach so ein Wasser, was da halt ist. Was sie da selber gebaut haben, so quasi. sounds of the city beyond, and it really transports you and puts you in a new environment. A little bit further behind me is an outdoor shower. There is some redundancy in the sort of program. Das finde ich persönlich sinnlos, sage ich mal. Du hast da keinen Pool oder so, aber eine Outdoor-Shower. Also ich will eine Outdoor-Dusche nur haben, wenn ich auch die irgendwo für brauche. Und wenn ich einfach nur kurz mal ein bisschen da chille, dann brauche ich doch keine Dusche. Wenn ich in den Pool will oder so, dann vorher einmal abduschen, okay. Aber was will man da machen? Vielleicht im Sommer könnte das eventuell geil sein, ehe jetzt die Kommentare kommen. Das ist doch im Sommer voll geil, wenn man mal eben duschen kann draußen. Aber weiß ich nicht, ob das was für mich persönlich ist. Für euch vielleicht, für mich eher kritisch. That's offered in the interior and the Wobei jetzt, wenn ich natürlich drüber nachdenke im Sommer, ne, könnte das schon geil sein. Muss ich ja auch zugeben. exterior, and that was intentional. I wanted very much for the outdoors to offer a lot of what's offered in the inside.
Being able to shower underneath the shade of a mesquite tree while being in a botanical garden is a lot of what this particular experience in this particular context offers. Thank you for letting me give you a tour of the silo house. As you can see, a lot goes into designing Okay, around. das war das Silo-Haus. Ich weiß gerade gar nicht, was Grain heißt. Kann man das mal kurz googeln? Korn. Also doch ein Kornhaus, weil der hat einmal gesagt, das ist ein Grain-Silo und kein Kornsilo. Also auf Englisch hat er auch Korn gesagt. Aber ich glaube, Korn auf Englisch kann auch Mais heißen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ein Kornsilo. Dementsprechend, ja, ganz nett gemacht, denke ich persönlich. Also das wäre zumindest eher was für mich als das von letzter Woche mit dem Berg am Haus direkt. Von daher, ja, wenn es euch gefallen hat, Freunde, Daumen nach oben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos rein und schreibt auf jeden Fall gerne was in die Kommentare. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Bis dahin, haut rein. Ciao!